In den folgenden Minuten möchte ich euch einen kleinen Ausblick geben, was euch beim TWS im Jahr 2024 so alles erwartet. Schnappt euch also ein leckeres Getränk und lehnt euch zurück. Aber erstmal natürlich Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Im vergangenen Jahr habe ich mit nur etwa 20 Figuren so wenig Miniaturen wie noch nie bemalt, glaube ich. Das soll sich 2024 definitiv ändern. Schließlich ist der Stapel der Möglichkeiten auch bei mir nicht kleiner geworden. Den Anfang haben ja schon mal die Figuren aus Marvel Zombies gemacht. Da komme ich auch ganz gut voran und ich muss sagen, dass ich es wirklich fast jeden Tag schaffe, ein Viertelstündchen zu malen. Und falls nicht, wird es dafür am nächsten Tag länger. Insgesamt wird es in diesem Jahr auch viele weitere Bemal-Tutorials geben. Zum Beispiel am kommenden Freitag zu den Orks bzw. Oruks, die Ausgabe 2 des Warhammer Age of Sigmar Stormbringer Sammelheftes beiliegen werden. Noch mehr Farbe wird voraussichtlich im Frühjahr versprüht. Denn zusammen mit PK Pro plane ich eine Videoserie, um euch den Einstieg ins Airbrush-Universum zu erleichtern. Welche Pistolen und Kompressoren lohnen für den Anfang? Wie stellt ihr alles richtig ein und verdünnt am besten eure Farben? Welches Zubehör ist empfehlenswert? Und natürlich, welche Tipps und Tricks gibt's beim Sprühen? Aber keine Sorge, dass ich mich dem Thema Airbrush intensiv widmen werde, heißt nicht, dass danach in jedem TWS-Video nur noch mit der Airbrush bemalt wird und ihr zwingend ein solches Gerät braucht. Das wird alles wie gewohnt bleiben. Ich besitze halt nur schon seit über 8 Jahren eine Airbrush und möchte euch das ganze Thema einfach mal näher bringen. Und auch eine andere Sache wird endlich passieren, denn seit vielen Jahren möchte ich schon eine Spielplatte für die Hamburger Taktika bauen. Das Problem war immer, ich hätte keine Demos darauf anbieten können, da ich ja auch stets meinen TWS-Stand hatte. Für die Taktika 2025 habe ich aber gemeinsam mit einem Freund eine Lösung gefunden. Zusammen werden wir in den kommenden 12 Monaten eine Spielplatte für Summoners bauen, die er dann im kommenden Jahr auf der Taktika präsentieren wird. Inspiriert hat uns dabei diese Spielplatte von Tahir, der das Brettspiel Das verrückte Labyrinth als flexibles Tabletop-Spielfeld adaptiert hat. Er hat seine Platte 16x16 Zoll groß für Necropolis gebaut. Unsere Summoners-Spielplatte wird jedoch 36x36 Zoll groß sein, also rund 90x90 cm. Aktuell befinden wir uns noch in der Planungsphase und überlegen derzeit auf einem Tempeldesign à la Mayas und Azteken herum. Auch ein paar Hausregeln werden hinzukommen, zum Beispiel was Sichtlinien und das Herausschieben von Figuren angeht. Mehr dazu in den kommenden Monaten und in unregelmäßigen Abständen als Making-of-Videos. Mein größtes Projekt in 2024 wird aber mein kommendes Buch werden. Bevor ich mich nämlich an den zweiten Band der Spielplattenreihe setze, möchte ich euch die Themen Vegetation und Geländebemalung ausführlicher vorstellen. Der Schwerpunkt wird also weniger auf Bauen, sondern vielmehr auf Bemalanleitung und Tipps für den Einsatz von Streu, Flock und anderen Deko-Elementen liegen. Zum Beispiel realistisches Begrünen, die Darstellung von Jahreszeiten, richtiges Grundieren, besonders effektive Bemaltechniken, coole Leuchteffekte, verschiedenste Verwitterung und vieles mehr. Ausführliches dazu schon in ein paar Wochen in einem kommenden TWS-Video. Wer möchte, kann sich ja schon mal die Kickstarter-Website vormerken. Den Link findet ihr im oben angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung, wo ihr ebenfalls Shop-Links zu meinen bisherigen Büchern findet. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorschau gefallen. Welche Hobbypläne habt ihr für 2024? Schreibt sie gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!